Ernst, ich hätte irgendwie meinen Blu-ray-Player auch an einen besseren Ort montieren können. Aber wo wir gerade beim Thema sind, Joe Spinell ist ein absolutes Genie. Selten habe ich es erlebt, dass ein Hauptdarsteller in einem der bösen Horrorfilme eine derartig beeindruckende schauspielerische Leistung abgeliefert hat wie Spinell in William Lustigs absoluten Kultstreifen Maniac. Und ganz ehrlich, wenn wir schon bei der Sache sind, Maniac ist ein verdammt genialer Film. Beginnend mit Joe Spinells schauspielerische Leistung, weiter geht's mit Caroline Munro, weiter geht's mit den Special Effects von Tom Savini, weiter geht's mit der absolut unfasslich genialen Atmosphäre, die dieser Film an den Tag legt. Und ganz ehrlich, bei dieser bedrückenden, brutalen, grausamen Spannung, die der Film von der ersten bis zur letzten Minute aufrecht erhält, wundert man sich ehrlich gesagt nicht, dass der Film damals relativ grobe Probleme mit der Zensur hatte. Ursprünglich gedreht im Jahr 1980, wurde er bereits 1983 in Deutschland auf Video indiziert. Genauer gesagt im März, im August folgte dann die Beschlagnahme gemäß Paragraph 131 StGB wegen Gewaltverherrlichung und erst Ende des Jahres 2019 kam dann trotzdem für Horrorfans eigentlich relativ überraschend die Bekanntgabe, dass der Film nicht nur nicht mehr beschlagnahmt ist, nicht mehr indiziert ist, sondern tatsächlich auch in seiner ungeschnittenen Fassung von der FSK keine Jugendfreigabe bekommen hat. Und bis man von Maniac im deutschsprachigen Raum überhaupt eine ungeschnittene Fassung sehen konnte, musste man ja generell ein bisschen warten. Denn die alte deutsche Kinofassung des Films, beziehungsweise die Version, die dann ursprünglich von Arcade in der Glasbox auf VHS veröffentlicht wurde, war ja nicht ganz ungeschnitten. Trotzdem ist es für mich jetzt ehrlich gesagt kaum mehr nachzuvollziehen, warum diese Fassung gekürzt wurde. Vor allem diejenigen, die meinen Schnittbericht zur alten deutschen Kinofassung, den ich vor ein paar Tagen hier auf YouTube bereits gepostet habe, gesehen haben, wissen ja, dass dieser recht gewalttätige Film in der alten deutschen Kinofassung um satte 4,7 Sekunden gekürzt war und das noch nicht einmal bei irgendeiner blutigen oder brutalen Aufnahme, sodass man fast irgendwie davon ausgehen kann, dass es sich bei der damaligen Kürzung nur um einen Masterfehler und nicht um einen bewusst gesetzten Schnitt handelt. Aber von Astro bzw. dann von CMV Laservision auf DVD, von Astro auf VHS, dann von CMV auf DVD, kamen ja tatsächlich die ungeschnittenen Fassungen des Films dann irgendwann einmal auch zu uns, bis dann Ascot Elite auf Blu-ray im deutschsprachigen Raum mit FSK-Kennzeichnung wieder nur eine geschnittene Fassung veröffentlichen konnte, aber auf Basis der 2010 direkt von Regisseur William Lustig bzw. seinem geführten Label Blue Underground durchgeführten Restauration hat ja glücklicherweise Illusions Unlimited Films bereits ein wundervolles Mediabook sowohl mit der ungeschnittenen Fassung des Films auf DVD und auch in High Definition auf Blu-ray im Angebot gehabt. Ich persönlich muss allerdings zugeben, dass ich nie ein allzu großer Fan dieser 2010er Restauration war. Gut, der Film wurde nicht auf 35 mm, sondern nur auf 16 mm gedreht und hatte dadurch natürlich einen sehr, sehr gritty Look mit extremem Bildrauschen, aber das war es ehrlich gesagt gar nicht, was mich bei dem Master am meisten gestört hat. Das waren dann doch tatsächlich in erster Linie die wirklich mauen und teilweise sehr, sehr seltsamen Farben. Schön also die Überraschung, dass sich Bill Lustig im Jahr 2018 sein eigenes Meisterwerk noch einmal zur Brust genommen hat und noch einmal in den Restaurationsprozess gegangen ist, da dann allerdings gleich einmal eine 4K-Version angefertigt hat. Und nachdem die 4K-Version in Amerika von Blue Underground veröffentlicht wurde, hat sich die Rechte für den deutschsprachigen Raum Nameless Media gesichert und veröffentlicht Maniac jetzt in einer Ultimate Edition, die diesen Begriff mehr als nur verdient. Ganz kurz zusammengefasst bringt Nameless den Film in insgesamt, und ich muss jetzt an der Stelle kurz nachzählen, 2, 4, 6, 8, 10, 11 verschiedenen Versionen, die meisten davon ausgestattet mit satten 6 Discs. Dabei bekommen wir den Film einerseits in 4K als Ultra HD Blu-ray. Wir bekommen das brandneue Master von der 2018er Restauration, das natürlich auch der Pate stand für die UHD, noch auf Blu-ray und auf DVD. Es gibt eine weitere Blu-ray mit der Kinofassung, der alten deutschen Kinofassung des Films, mit dem
Minischnitt und dem Director's Cut von Regisseur William Lustig, der interessanterweise nicht länger ist als die bekannte Kinofassung, sondern ein bisschen kürzer. An vereinzelten Stellen hat Lustig nämlich sich damals dann dazu entschieden, wieder die Schere anzusetzen und beispielsweise eine recht lange Restaurantszene aus dem Film zu entfernen, die das Tempo seiner Meinung nach etwas aufgehalten hat. Wundervoll, dass es diese Fassung mit dem neuen Mediabook jetzt endlich auch bei uns zu sehen gibt. Dann gibt's noch eine weitere Blu-ray mit Bonusmaterial und es gibt eine Soundtrack-CD von dem, muss man zugeben, wirklich genialen Soundtrack. Vor allem die Tracks Subway Chase bzw. Cemetery Chase, kann sein, dass sie leicht anders heißen, die sind absolut großartig und eignen sich auch für nebenbei anhören wirklich absolut hervorragend. Und bevor wir uns jetzt die Fassungen noch näher anschauen, man muss ja die ganze Geschichte, die der Film im deutschsprachigen Raum durchgemacht hat, ein bisschen auch relativieren, wenn man sich beispielsweise anschaut, dass MANIAC in England 1981 gar nicht im Kino aufgeführt werden durfte, sondern von der BBFC verboten wurde und auch auf Video selbst im Jahr 1998 noch keine Freigabe bekommen hat. Erst 2002 durfte der Film in einer circa um 1 Minute geschnittenen Fassung das erste Mal wirklich in England veröffentlicht werden und das, obwohl der Film eben damals Aufführungsverbot erhalten hat. In den 80er Jahren war er niemals Teil der offiziellen Video-Nasties-Liste. Aber wir bekommen auf jeden Fall mit MANIAC, genauer gesagt in Bälde am 8. Juni 2020 im deutschsprachigen Raum von Nameless 11 verschiedene Versionen. Und ich würde an der Stelle sagen, holt euch was zum Schreiben, das wird ein bisschen dauern. Wir bekommen nämlich zahlreiche verschiedene Mediabooks. Alle diese Mediabooks sind ausgestattet mit diesen 6 Discs, die ich vorher erklärt habe. Da gibt's beispielsweise das Cover A. Das ist limitiert auf 555 Stück und ich glaube, über dieses absolut phänomenal grenzgeniale Design und Artwork muss ich an der Stelle kein einziges Wort mehr verlieren. Das ist ja tatsächlich das bekannteste Motiv, mit dem der Film bereits seit seiner Produktion im Jahr 1980 beworben wurde. Ein unglaublich kräftiges, starkes und intensives Bild. Noch einmal limitiert auf 555 Stück. Dann gibt's das Cover B. Das ist ebenfalls limitiert auf 555 Stück und stellt den offiziellen Eintrag in die Nameless Media Collectors Edition dar. Dafür bekommen wir auch bei diesem Titel wieder ein Retro-Motiv, die in diesem Fall mit einem Close-Up der skalpierten Frau. Ich würde sagen, der Driller-Killer hätte seine Freude dran und spätestens wäre der Film in den 80er Jahren mit diesem Motiv irgendwann einmal ins britische Königreich eingereist. Dann hätte es die Video-Nasties gegeben. Natürlich in dem Fall nicht von jemandem, der den Film gesehen hat, sondern von jemandem, der nur das Poster gesehen hat. Anyways, wir gehen weiter mit dem Cover C. Das ist limitiert auf 666 Stück und stellt ein absolutes Meisterwerk dar. Denn für dieses neue und exklusiv für diese Edition angefertigte Cover-Artwork hat man sich niemand Geringeren gesichert als den absoluten Poster-Giganten Enzo Schotti, der meiner Meinung nach ein wirklich cooles und absolut geniales Motiv gezeichnet hat. Dann habt ihr noch Zeit? Haben wir noch das Cover D. Das ist wieder limitiert auf 555 Stück und könnte jetzt dem einen oder anderen von euch bekannt vorkommen oder vielleicht auch nicht. Grundsätzlich basiert dieses Motiv nämlich auf dem alten deutschen Kinoplakatmotiv zu dem Film, das beispielsweise bereits Pate gestanden hat für eines von den mit dem 2010er Master von Illusions Unlimited Films in Österreich veröffentlichten Mediabook. Aber bei Nameless, wenn man das Ganze direkt vergleicht, stellt man fest, dass zwar grundsätzlich die Zeichnungen von Joe Spinell und Caroline Munro dieselben sind, die eben auch auf dem alten deutschen Kinoplakat zu sehen waren, aber offensichtlich neu gezeichnet und angefertigt nach der Originalvorlage, aber auf der unteren Seite beim deutschen Kinoplakat hatte man eine Schaufensterpuppe im Bild und stattdessen gibt es hier 2 neue Bildelemente und da muss man wirklich sagen, das ist eine unglaublich geniale Frischzellenkur für das alte deutsche Kinoplakatmotiv von dem Film. Ein Design, ein Cover-Artwork, das mir persönlich ebenfalls wahnsinnig gut gefällt. Dann machen wir weiter mit dem Cover E. Dabei handelt es sich, finde ich, ebenfalls um ein absolut geniales Motiv. Limitiert in diesem Fall wieder auf 666 Stück, bekommen wir hier das, was
offiziell quasi das Cover rot ist. Meiner Meinung nach ist es das Cover Mondo. Ein ganz offensichtlich an den coolen Mondo-Stil angelehntes Design, das in zwei Farben daherkommt, nur schwarz und rot und fertig. Hier sehen wir eine Nahaufnahme vom Gesicht von Joe Spinell, meiner Meinung nach absolut großartig und ikonisch gezeichnet, wundervoll präsentiert hier auf dem Mediabook. Ist das ein innovatives und definitiv geniales Design. Dann gibt es noch dieses Cover. Dabei handelt es sich einerseits entweder um das Cover F, wenn man so möchte, oder aber auch um die Olli Uncut Edition. Dieses Teil ist limitiert auf 111 Stück und man bekommt es exklusiv im Nameless eigenen Shop. Interessant an diesem Mediabook ist die Tatsache, dass sich das Mediabook grundsätzlich dasselbe Motiv nimmt wie das eben vorher gezeigte Cover E, aber dass dieses Motiv nicht schwarz-rot ist, sondern schwarz-schwarz. Mit dem Unterschied, dass die Umrisse von Joe Spinells Gesicht nicht in einem anderen Schwarzton aufgemalt wurden, sondern ausschließlich über die Spotlack-Veredelung dargestellt werden, was meiner Meinung nach auch eine absolut geniale Idee ist. Außerdem gibt es noch dieses Teil. Dabei handelt es sich natürlich um eine große Hardbox zu dem Film. Auch die kann man exklusiv im Nameless eigenen Shop erwerben. Die ist wie viele andere Hardboxen von Nameless auch limitiert auf nur 99 Stück und zeigt ebenfalls das neu gezeichnete Motiv von Enzo Schotti. Dann haben wir noch dieses Ding und das ist meiner Meinung nach eine der genialsten Veröffentlichungen, die es von diesem Titel gibt, nämlich die Vintage VHS. Und wenn Nameless sagt, es ist eine Vintage VHS, dann meinen Sie das auch? Nein, das ist keine Tape Edition oder irgendeine Blu-ray im VHS-Gewand. Das ist eine VHS. Mit der niedrigen Limitierung von nur 55 Stück bekommt man bei diesem Set einerseits dasselbe Mediabook wie das aus der Olli Uncut Edition und dazu dann noch die alte deutsche Kinofassung des Films als exklusive, echte Videokassette, was ich absolut grenzgenial finde und auch hier meiner Meinung nach wunderschön mit dem gezeichneten Motiv aufbereitet. Außerdem gibt's dann noch diesen VHS-Schuber. Dabei handelt es sich allerdings im Gegensatz zur Vintage VHS-Edition nicht um eine echte VHS, sondern einfach um eine VHS-Edition, wie wir sie in den letzten Monaten zuhauf gesehen haben. Limitiert ist dieses Ding auf 500 Stück. Präsentiert auf dem Frontcover das alte bekannte Originalplakat zu dem Film, hat aber dann noch ein paar andere Goodies mit an Bord, die definitiv erwähnenswert sind. So liegt bei dieser Edition ein 40-seitiges Booklet bei. Außerdem ist es das einzige von den Blu-ray-Sets, das nicht mit 6, sondern mit 8 Discs daherkommt. Bei den beiden zusätzlichen Discs handelt es sich um eine neue Blu-ray bzw. neue alte Blu-ray, wo das Master der 2010er Restauration ebenfalls noch auf dem High-Definition Medium vorliegt. Und dann bei der letzten Disc, die neu dazugekommen ist, handelt es sich um keine Disc, die neues Material bringt, denn in der 6-Disc-Edition befinden sich die alte deutsche Kinofassung und der Director's Cut auf einer Blu-ray und in diesem Set wurde dieser Inhalt auf 2 Discs gespalten. Sprich, auch wenn es 2 Discs mehr gibt in dieser Edition, eine davon ist mehr oder weniger nur gesplittert und die andere ist das bekannte alte 2010er Master. Interessanterweise musste diese Edition jetzt leider ein bisschen verschoben werden. Das ist eine Info, die ich erst vor wenigen Tagen bekommen habe, denn bei der Herstellerfirma ist tatsächlich ein Corona-Fall aufgetreten. Die Produktion musste daher unter Quarantäne gestellt und aufgehalten werden. Man weiß zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video filme, noch nicht genau, wann diese Edition wirklich erscheinen kann. Außerdem, und wir sind immer noch nicht fertig, gibt's noch dieses Digipack. Das ist ebenfalls eine grenzgeniale Edition. Dabei handelt es sich um ein Double Feature mit dem MANIAC Original von William Lustig und außerdem Alessandra Ajas Remake aus dem Jahr 2012 mit Elijah Wood in der Hauptrolle. Ein insgesamt 12 Discs umfassendes Set, das quasi dieselben Discs enthält, die jetzt einerseits hier in diesem MANIAC Mediabook sind, beziehungsweise in dem
Remake Mediabook sind, das ich euch in einem separaten Video in Kürze dann auch noch einmal hier auf dem Kanal vorstellen werde. Was aber ebenfalls interessant ist an dem Digipack, ist die Tatsache, dass wir hier dann noch einmal als ausklappbares Panoramabild eben ein wunderschönes rot-schwarzes Mondo-Design bekommen, was eben auch das ist, wo man dann die Cover-E's ausgeschnitten hat drauf, und außerdem bekommen wir bei diesem Set ein 122 Seiten starkes Booklet, geschrieben von Markus Hage, dem Herausgeber und Erfinder des Neon-Zombie-Magazins. Und einen habe ich noch, haben wir noch diese absolute Schönheit, und das wird dann noch eine Edition sein, die sich ebenfalls noch in meiner Sammlung bald befinden wird, nämlich das ist die limitierte Büstenedition. Die ist limitiert auf nur 333 Stück, bietet grundsätzlich neben einer Büste auch dasselbe Digipack, das auch einzeln erscheint, mit dem umfangreichen Booklet, bietet außerdem noch 2 Vinyl-Schallplatten mit den beiden Original-Soundtracks von beiden Filmen und enthält außerdem noch ein T-Shirt und 10 Character Cards. Holy fucking shit! Und damit haben wir, glaube ich, einen absoluten Rekord gebrochen. Über 16 Minuten. Und wir haben uns tatsächlich noch nicht einmal angeschaut, welches Mediabook von MANIAC wir uns in dem heutigen Review dann wirklich näher anschauen. Und deswegen würde ich sagen, nach diesen umfangreichen einleitenden Worten, die aber auch wirklich notwendig waren, kommen wir jetzt zum nächsten Teil. Ich freue mich drauf, euch in der heutigen XXL-Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check das limitierte deutsche Mediabook von MANIAC mit dem Cover B näher vorzustellen. Und eigentlich hätte ich mir dieses großartige Reveal fast sparen können, ist mir doch gerade erst wieder eingefallen, dass ich euch bereits gestern in meinem Review von A Bittersweet Life gezeigt habe, welche Version vom MANIAC Mediabook bis jetzt in meine Sammlung eingezogen ist, aber in diesem Fall hat es uns Nameless meiner Meinung nach wirklich verdammt schwer gemacht, uns für eines der Covermotive zu entscheiden. Für mich persönlich sind einerseits natürlich die neu gezeichneten Versionen von Enzo Schotti genial, das rot-schwarze Gesichts-Close-Up ist großartig, auch die Neuinterpretation vom Kinoposter, und natürlich ist eben auch das klassische Kinoplakat einfach nur grenzgenial. Glücklicherweise habe ich von diesem Mediabook ein Rezensionsmuster bekommen, wo Nameless sich die Mühe gemacht hat und sich entscheiden hat müssen, welches Cover ich bekomme, aber ich muss sagen, auch dieses Collector's Edition Mediabook gefällt mir persönlich eigentlich wirklich gut. Ich habe ja bereits eben gestern bei den Mediabook Reviews von A Bittersweet Life und Oldboy gesagt, dass ich diese Collector's Edition von Nameless erst dann richtig zu schätzen gelernt habe, wie mehrere davon in meine Sammlung eingezogen sind, und je mehr es werden, desto besser gefallen sie mir. Vor allem muss man auch wiederum sagen, wie absolut genial Nameless hier auf dem Frontcover mit den verschiedenen Elementen arbeitet. Auch hier eben wieder dieses neue Nameless Logo auf Basis vom alten RCA Columbia Logo. Außerdem, und ganz ehrlich, diese Sticker sind aus der verdammten Hölle. Ganz ehrlich, ich hasse diese Drecksteile. Aber glücklicherweise klebt dieses Ding hier nicht auf dem Mediabook, sondern wurde einfach nur ins Design integriert, weil das eben eine Art von Sticker ist, die man eben tatsächlich öfter einmal auf seine alten VHS bzw. teilweise sogar auch eben DVDs geklebt bekommen hat. Da hat Nameless meiner Meinung nach wieder etwas absolut Geniales gemacht, indem man eben grundsätzlich das gesamte Motiv mit der skalpierten Frau, mit dem Full Gloss Finish versehen hat, aber eben das Nameless Logo bzw. diesen Sticker und auch den MANIAC Schriftzug von diesem ausgenommen hat, sodass diese ganzen Elemente, vor allem wenn man das Mediabook bewegt, sehr schön balanciert werden. Außerdem finde ich absolut großartig, wie genau hier gearbeitet wurde. Einerseits eben, dass nicht nur wie bei den anderen Collector's Edition Mediabooks auch der Collector's Edition Schriftzug mit Partial Gloss noch versehen wurde, sondern eben auch hier die Freilassungen am Rand von dem Filmstreifen, der ja eigentlich normalerweise nicht bei den Collector's Edition Mediabooks ist, hier aber schon. Das sieht, finde ich, ebenfalls absolut großartig aus und ist meiner Meinung nach ein wirklich hochwertiges Ding, und man muss ja sagen, mir fallen langsam schon fast die Arme ab, weil das ist ein echt schweres, dickes, haptisch großartiges Mediabook, das wirklich hervorragend verarbeitet wurde. Wechseln wir jetzt einmal auf den Spine, der
ist natürlich in dem Fall ein bisschen dicker ausgefallen, als er das bei den meisten anderen Nameless Mediabooks ist, was bei dem Umfang von 6 Discs auch absolut notwendig ist, muss man in dem Fall sagen. Aber obwohl das Mediabook ein bisschen dicker ist, stört das meiner Meinung nach im Regal überhaupt nicht. Hier bei der Nummer 34 aus der Collector's Edition. Wir können dann auf das Backcover wechseln, da bekommen wir ein paar Bilder aus dem Film, können uns dann noch einmal die Inhaltsangabe zum Film durchlesen, bekommen die Informationen rund um eben die eigene Limitierungsnummer von den 555 Stück von diesem Cover-Artwork, in meinem Fall eben der Hologrammsticker mit dem Hinweis auf das Pressemuster. Aber was natürlich auch noch wichtig ist, wir bekommen hier die technischen Details bzw. die Informationen rund ums Bonusmaterial. Und ganz ehrlich, what the hell? Ihr müsst mir an dieser Stelle jetzt ein bisschen verzeihen, dass ich vielleicht noch einmal ein bisschen schneller rede, als ich das normalerweise tue, weil sonst sitzen wir in diesem Blu-ray-Check tatsächlich morgen noch da. Diese Ultimate Edition von MANIAC ist absolut unfasslich und großartig in terms of Bonusmaterial. Das Ganze beginnt natürlich damit, dass wir in diesem Film, auch in diesem Mediabook, unglaublich viele Interviews bekommen, unter anderem mit William Lustig, mit Carolyn Monroe, mit Tom Savini, mit dem Komponisten Jay Chataway, sogar mit Michael Sembello, was ein wahnsinnig spannendes Special ist, das mich ebenfalls immer schon wahnsinnig interessiert hat. Wir bekommen einige kleine TV-Specials, sonstige News-Beiträge rund um den Film. Wir bekommen ein paar Featurettes, die bereits auf der ein oder anderen Edition vielleicht schon mal zu sehen waren, aber was in diesem Fall absolut großartig ist, Nameless hat alle diese Specials deutsch untertitelt, was ich ebenfalls großartig finde, aber damit noch bei weitem nicht genug. Es sind auch 2 Features mit dabei in diesem Mediabook, die exklusiv für diesen Release produziert wurden, und dabei handelt es sich einerseits um ein Interview-Special mit Regisseur William Lustig, der bei seinem Aufenthalt in Berlin in einem Hotelzimmer gedreht wurde, wo er einen kleinen Rückblick auf die Produktion und die Veröffentlichung des Films wirft, mit 45 Minuten Laufzeit, aber mit einem 60-minütigen Special bekommen wir ebenfalls etwas absolut Großartiges, denn Neon-Zombie-Herausgeber Markus Hage hat William Lustig in den Film-Retro-Shop in Löhne eingeladen und dort gemeinsam mit den Retromaniacs quasi das 40. Jubiläum des Films gefeiert, gemeinsam mit William Lustig. Und von diesem, nennen wir es mal Panel, gibt es ebenfalls einen Videomitschnitt in dem Mediabook, was meiner Meinung nach absolut phänomenal ist und wirklich großartig ist, hier sich einmal durch dieses Bonusmaterial auch nur ansatzweise sichten zu können. Das ist ein unglaublicher Aufwand. Hier hat man definitiv eine absolut großartige Leistung vollbracht und ein umfangreiches, tolles Special-Paket abgeliefert, das mir persönlich wahnsinnig gut gefällt. Wechseln wir jetzt einmal ins Innere von dem Mediabook und beschäftigen uns hier mit den Discs. Und ganz ehrlich, die Reihenfolge, in der wir uns die Discs hier jetzt anschauen, ist tatsächlich rein zufällig gewählt. Bevor wir uns jetzt allerdings dann mit den einzelnen Discs beschäftigen, möchte ich noch eines dazu sagen, weil ich in der letzten Zeit wahnsinnig oft auch auf Facebook zum Beispiel Kritik zu diesen Dreier-Tray-Halterungen gehört habe, weil die offensichtlich sehr wenig aushalten und sehr schnell kaputt gehen. Ich muss da zum Teil zustimmen und zum Teil widersprechen, denn ich hatte auch große Probleme bei meinem 3-Disc-Tray bei dem Release von Ash vs. Evil Dead. Da sind mir während meinem vorsichtigen Unboxing gleich 2 verschiedene Halterungen abgebrochen. Ich hatte aber bislang noch überhaupt kein Problem mit den Dreier-Trays bei der Veröffentlichung von Tales from the Crypt und auch bei beiden MANIAC Mediabooks, die ich jetzt tatsächlich in der letzten Woche, wie ich mich mit den Discs beschäftigt habe, unzählige Male jeden Tag in der Hand hatte, hatte ich kein einziges Mal ein Problem, dass mir da irgendwas abgebrochen ist. Wir bekommen auf diesen Discs verschiedene Inhalte, beispielsweise hier auf der Bonus-DVD finde ich eben sehr schön, dass hier eben ein Ausschnitt aus dem Enzo Schotti-Motiv aufgedruckt ist. Wir bekommen dann die Blu-ray, wo sowohl die Kinofassung als auch der Director's Cut enthalten ist. Auch an der Stelle noch einmal der Hinweis darauf, wenn ihr
euch die VHS-Edition holt, bekommt ihr die beiden Fassungen nicht auf einer, sondern auf zwei separaten Discs. Darunter habe ich an der Stelle jetzt einmal untergebracht die CD mit dem Original-Soundtrack. Auch hier ein wirklich wundervoller Ausschnitt aus einem der gezeichneten Motive zu dem Film. Wir finden auf der rechten Seite mit dem wundervollen rot-schwarzen Mondo-Design die Ultra HD Blu-ray. Außerdem dann darunter noch die remasterte Fassung, das 2018er Master auf der Blu-ray, beziehungsweise dann darunter liegend noch einmal das 2018er Master auf der DVD und können uns dann einmal das durchgehende, wirklich schön gestaltete Innenartwork näher anschauen, das meiner Meinung nach eben einerseits diesen gritty Look von dem Film hervorragend verkörpert und meiner Meinung nach auch wirklich schön ausgefallen ist. Und ich denke mir hier über das Frontcover-Design von dem Booklet an sich muss man auch keine Worte mehr verlieren. Das ist eben das bekannte Kinoplakatmotiv. Blättern wir jetzt einmal durch das Booklet. Das wurde in diesem Fall wieder geschrieben von Wolfgang Brunner und absolut großartig von Nameless gestaltet. Wir bekommen da ein paar Behind-the-Scenes-Einblicke. Wir bekommen wieder mal einen wundervollen magazinartigen Look und Charakter, der meiner Meinung nach einfach nur zum Durchblättern einlädt. Selbst wenn man vielleicht einmal gerade keine Zeit hat, den Text wirklich zu lesen. Aber das zahlt sich dann auch definitiv aus. Ein wirklich wunderschön gestaltetes, hervorragend aufbereitetes Booklet und das Ganze in einem unfasslich umfangreichen, toll ausgestatteten Mediabook, das meiner Meinung nach unweigerlich zu den absoluten Highlights des Jahres 2020 zählt. In den letzten knapp 30 Minuten, und ja, dieses Review ist wirklich so lang, dass ich schon, was bisher geschah, Segmente zwischendurch einbauen muss, habe ich ja das ein oder andere Mal bereits erwähnt, dass der neue Bildtransfer, den Nameless, hier auf Ultra HD Blu-ray, beziehungsweise natürlich auch auf Standard Blu-ray veröffentlicht, die 2018 unter der Aufsicht von Regisseur und Blue Underground Gründer / Besitzer William Lustig durchgeführten Restauration bietet. Aber was wir uns bis jetzt noch nicht angeschaut haben, ist, inwiefern sich diese neue Restauration jetzt tatsächlich von der alten unterscheidet. Und deswegen möchte ich im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check wie gewohnt einige Screenshots aus der neuen deutschen Blu-ray direkt bringen. Eine Möglichkeit, Screenshots von einer Ultra HD Blu-ray zu machen, habe ich noch nicht. Für den Fall, dass ihr mir da für die Zukunft Tipps geben wollt, bitte in die Kommentare. Aber ich möchte auf jeden Fall darauf hinweisen, dass ich die Bilder in der jetzt folgenden Slideshow alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen muss, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Aber ich denke mir, wer am Anfang aufgepasst hat und sich noch gemerkt hat, dass William Lustigs Maniac damals auf 16 mm gedreht wurde, der wird von der Bildqualität, die wir hier auf diesen Screenshots sehen, mindestens genauso beeindruckt sein wie ich, weil bist du deppert, ist diese neue Restauration grenzgenial geworden. Das Einzige, was die neue Restauration aus dem Bild nicht wegbekommen hat, aber auch definitiv nicht wegbekommen hätte sollen, ist das auffällige und deutliche Filmrauschen. Ja, der Film ist sehr körnig, ja, das liegt aber natürlich an den Eigenschaften des verwendeten 16 mm Filmmaterials und das ist aber meiner Meinung nach ein absolut elementarer Bestandteil dieses grim and gritty Looks des Films, der gehört genauso. Dieses Rauschen rausfiltern hätte das Bild meiner Meinung nach definitiv nur verschlechtert. Natürlich bedingt durch die Tatsache, dass auf dem 16 mm Filmmaterial einfach nicht so viele Details festgehalten werden können wie auf einem 35 mm Filmmaterial, sieht man natürlich im Detailbereich, dass die Schärfe jetzt hier nicht dermaßen phänomenal ist, wie man sie von anderen restaurierten Filmen aus den 80ern, die eben auf 35 mm gedreht wurden, gewohnt sein kann.
aber ich denke mir, es ist vor allem beeindruckend, wie schön der Kontrast hier wirkt, wie gut und natürlich die Farben mittlerweile rüberkommen, weil die waren es ja eben genau, die mir persönlich den 2010er Transfer weitestgehend vermiest haben. Alleine wie wundervoll die weiße Farbe jetzt zur Geltung kommt, beziehungsweise wie eben im Gegenzug dazu auch das Schwarz nicht einfach nur eine alles für sich beeinnahmende Masse ist. Das ist absolut großartig. Außerdem kann man an der Stelle noch erwähnen, dass Nameless tatsächlich sowohl für die neue ungeschnittene Blu-ray, sowohl für die Kinofassung als auch für den Director's Cut alle diese 3 Fassungen vom neuen 2018er Master genommen hat, sodass wir hier bei allen diesen Fassungen die gleiche großartige Qualität bieten. Nur als klitzekleinen Vergleich, für die ungekürzte Fassung belegen wir bei einem 88-minütigen Film ca. 24 GB auf der Blu-ray. Die fast identisch gleich lange Kinofassung, die deutsche, hatte nur mehr 20,6 GB. Das ist zwar deutlich weniger, aber irgendwelche störenden Kompressionsspuren oder sonstiges sind mir bei keiner der beiden Fassungen aufgefallen, sodass man meiner Meinung nach insgesamt mit dem hier vorliegenden Transfer mehr als nur zufrieden sein kann. Aber ich denke mir, ihr müsst an dieser Stelle nicht unbedingt mein Wort als ultimatives Wort nehmen. Nein, ich habe natürlich aus meinem Regal auch noch das alte Mediabook von Illusions gefischt, um euch einen direkten Bildvergleich zwischen der 2010er und der 2018er Restauration liefern zu können. Und ich glaube, wenn wir uns diesen jetzt anschauen, dann erkennen wir ganz deutlich, was ich vorher gemeint habe, mit dem Punkt Farben, die hier beim alten Master einfach noch ganz anders ausgesehen haben. Hier haben wir teilweise fast ein bisschen das Gefühl, der Film wäre radioaktiv verstrahlt. Man sieht, dass die hellen Bildbereiche zu extremen Überstrahlungen neigen, wohingegen aber die Farbe Weiß fast nicht vorhanden ist und das Ganze eher nur so ein lebloses Grau ist. Generell hat man einfach das Gefühl, dass die Farben hier weder natürlich noch irgendwie ansatzweise kräftig wirken. Nein, es wirkt fast so, als würde so ein gräulich-bräunlicher Schleier über dem Bild liegen. Außerdem hat das neue Master einen etwas größeren Bildausschnitt, hat einen viel besseren Kontrast und hat natürlich, obwohl ich anfangs erwähnen musste, dass der Detailbereich natürlich nicht so ausgebaut sein kann, wie bei einem auf 35 mm gedrehten Film, hat das neue Master wesentlich mehr Details. Und ich glaube, wir haben hier auf Playzocker Reviews bereits bei Bildvergleichen öfter schwierige Entscheidungen vor uns gehabt, mit welches Bild ist jetzt eigentlich das Bessere, aber in diesem Fall stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Der neue Transfer ist besser, ist um Welten besser und jeder, der den Film Maniac mag, sollte unbedingt auf die neue Restauration zurückgreifen und sich nicht mehr die alte anschauen. Und übrigens sich alte Dinge anschauen. Ganz im Ernst, ja, ich bin Komplettist. Und wer genau aufgepasst hat, der weiß, es sind insgesamt 3 verschiedene Fassungen von Maniac in diesem Mediabook drinnen. Die Uncut-Fassung, die alte deutsche Kinofassung und der Director's Cut. Aber die alte deutsche Kinofassung ist sogar zweimal auf ihrer eigenen Blu-ray. Einerseits nämlich eben aufbereitet auf Basis der 2018er Restauration, aber andererseits auch tatsächlich in der VHS-Qualität, die dann für die VHS-Edition verwendet wurde. Und die schauen wir uns auch noch mal kurz an. Und ich glaube, eine Bewertung dieser Bildqualität kann ich an der Stelle wirklich weglassen, aber ich finde es trotzdem irgendwie absolut grenzgenial, dass Nameless diese Version auch mit auf die Blu-ray gepackt hat. Denn man darf eines nicht vergessen, ja natürlich, man hat dieselbe Fassung auf Basis der neuen 2018er Restauration in brillanter HD-Qualität mit drauf. Aber die VHS Vintage Edition ist ja limitiert auf nur 55 Stück und das ist natürlich eine wirklich geringe Zahl, von der nur wenige Käufer dann im Endeffekt wirklich profitieren können. Und so haben zumindest diejenigen, die entweder keine Videokassette abspielen können mehr oder die sie einfach verpasst haben, trotzdem die Möglichkeit, diesen, nennen wir es einmal, Retro-Charme der alten deutschen VHS-Version auch noch erleben zu dürfen. Es ist nämlich meiner Meinung nach, und alleine deswegen war es mir ein Anliegen, euch hier auch noch ein paar Screenshots zu präsentieren, einfach
atemberaubend, irgendwie zu sehen, wie weit wir in der letzten Zeit gekommen sind. Von den 80er Jahren, wo ein großer Kinofilm so zu Hause gesehen werden konnte, bis hin zu irgendeinem lauten Schreihals aus Österreichs YouTube-Untiefen, der hier tatsächlich in 4K zu euch spricht. Und das war's dann eigentlich auch mit dem brandneuen Mediabook zu MANIAC von Nameless Media. Bist du deppert, ist das ein grenzgeniales Paket. Und ich muss an der Stelle sogar dazu sagen, ich habe bei meiner Auflistung des Bonusmaterials noch ganz bewusst einzelne Dinge außen vor gelassen. Ich habe mich tatsächlich auf das neue Bonusmaterial konzentriert. Aber selbstverständlich sind die bereits bekannten Audiokommentare unter anderem mit William Lustig ebenfalls noch mit dabei. The Joe Spinell Story ist ebenfalls noch dabei. Im Bonusmaterial des Mediabooks gibt es einfach so viel zu entdecken, was meiner Meinung nach hier schon fast den Rahmen eines ansatzweise schaubaren Blu-ray-Checks übersteigt. Für mich zählt dieses Mediabook von Nameless definitiv zu den absolut besten Mediabooks, die ich überhaupt in meiner Sammlung habe. 6 Discs inklusive einer Ultra HD Blu-ray, inklusive verschiedenen Filmfassungen, Bonusmaterial und dem Soundtrack. Ganz im Ernst, es ist ein phänomenales Paket. Und normalerweise lasse ich mich hier auf meinem Kanal beziehungsweise vor allem bei den Reviews nicht auf irgendwelche Preisdiskussionen ein, aber nachdem ich das in den letzten Tagen gerade eben in Bezug auf Nameless immer wieder gelesen habe, das Mediabook kostet 60 €, habe ich mir gedacht, okay, passt, das sollte man an der Stelle ansprechen. Jeder Mediabook-Sammler ist es gewohnt, für ein Standard-Mediabook, das im Fall besteht aus einer DVD und einer Blu-ray, 30 Öcken hinzulegen. Und hier bekommt man zusätzlich dazu noch einmal 4 Discs. Dazu gehört ein Soundtrack, der in 99% der Fälle separat lizenziert werden muss und genau so Nameless wie dann natürlich auch uns in weiterer Folge extra Geld kostet. Und es ist eine Ultra HD Blu-ray mit dabei, für die man natürlich auch einen entsprechenden Aufpreis aufgrund der hohen Herstellungskosten für dieses brandneue Medium rechnen muss. Und gemessen an dem Umfang mit dem gesamten bekannten Bonusmaterial, mit neuem produzierten Bonusmaterial, mit einer großartigen Verpackung im Mediabook, mit Soundtrack, mit Ultra HD, mit vielen verschiedenen Filmfassungen, finde ich es eigentlich eine absolute Frechheit, sich in diesem Fall über den Preis aufzuregen, weil in meinen Augen sind die 60 € für dieses Mediabook absolut fair und dieses Mediabook ist jeden einzelnen Euro davon wert. Ich persönlich bin mir ehrlich gesagt schon fast ziemlich sicher, welche VÖs wir heuer gegen Ende des Jahres dann in den Top-Plätzen der besten VÖs und Mediabooks des Jahres bekommen. Da hat MANIAC definitiv schon einmal den ein oder anderen Gutschein gelöst mit seinem absolut großartigen Erscheinungsbild hier auf Blu-ray. Das ist eine phänomenale Veröffentlichung. Jeder, der den Film MANIAC kennt, liebt oder ihn vielleicht noch gar nicht gesehen hat, der darf dieses Mediabook, egal welches Cover euch jetzt von den 700 verschiedenen Auswahlmöglichkeiten am besten gefällt, aber den Titel darf man, finde ich, nicht verpassen.